Okay, bevor du irgendwas sagst, du bist gerade live in der Aufnahme. Live in der Aufnahme? Nur, dass du dir darüber bewusst bist. Okay. Fährst du heute zu deiner Mami? Was? Was? Nee, tu ich nicht. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bop, Butch Bop, Butch Bop, Butch Bop, Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bop 42 spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass wir uns auch in allen anderen Videos auf diesem Kanal hier wiedersehen werden. Am Morgen lese ich am liebsten zuerst ein wenig. Das bringt mein Gehirn in Schwung. Sehr schön, Penny. Abigail ist auch voll im Lockdown. Hey, ich habe nur gerade überlegt, was ich heute tun soll. Ich bin es nicht gewöhnt, so viel Freizeit zu haben. Naja, wir können ja erstmal knutschen. Ich Sind würde wieder ein paar auch Sekunden gern, rum. Ich kann Penny nicht knutschen. Was macht die? Wo geht die hin? Oh, wir haben schon, ich habe in meinem Keller schon Ach, jetzt. Goldqualitätszeug. Sehr gut. Oh, 35 Steine von George. Danke, George. Danke, Ich George. tue sie einfach da drüben. 10.000 G von Mr. Key. Ah ja, stimmt. Durch Ebene 25. So. Oh, hier sind wieder schön uralte Früchte reif. Hervorragend. Hier sind die Pilze. Und wir brauchen eigentlich mehr Holz und mehr Eisen, Alles klar. Ich kümmere mich drum. um mehr Fässer hier herzustellen und so. Normales Holz, ja? Ich glaube ja, also diese Fässer, wo man halt dann Wein herstellt erstmal. Diese Reihe. Dass wir diesen Ach so. Schuppen voll bekommen. Ja. Ach, das kann ich auch Ja, machen. das ist normales Holz, ja. Ja. Und Ja, nachher okay, für die Fässer im Keller brauchen wir, glaube ich, sogar Hartholz. Ja, dann kümmere ich mich jetzt erstmal um normales Holz. Geh ich mal ein bisschen. Ich gehe weiter in die Schädelmine. Bisschen mal. Iridium ballern. Weil Baller, wir wollen ja baller, irgendwann mal unsere Werkzeuge hier mal Baller, baller, baller. ordentlich haben, ne? Baller, baller, baller. Ja, mach das mal. Mach ich auch. Ich gehe... Oh, Ich mach wir das. haben sogar. Hattest du schon eine verbesserte Spitzhacke? Kupferspitzhacke. Kupfer! Willst du Ja. mich verarschen? Nein. Oh mein Gott, na gut, dann verbessere ich jetzt mal meine Axt. Ja. Naja. Ich glaube, du müsstest mal ab und zu Clint gehen. Auch du, ich müsste so einiges in diesem Spiel. Die Bude aufbrechen. Die Tiere ja auch noch. Wir brauchen endlich einen Autopetter. Ja, siehst du, das ist eigentlich auch gut. Schädelhöhle ballern. Na, da kann man den bekommen. Mhm. Das ist auch die einzige Möglichkeit und es ist halt super selten. Ich wollte aber gerade noch was erzählen. Was wollte ich denn gerade Mach noch mal erzählen? was. Ach, Du Marvel's wolltest eine Ekelfolge Inhumans. machen. Achso. Nee, das- erstmal Marvel's Inhumans. Ah, Habe ich gut. tatsächlich, ich glaube, vorletzte Woche oder so durchgeguckt. Mhm. Weiß gar nicht, irgendwie, ich hatte also wir gucken ja jetzt so gerade Hawkeye. Ja. Finde ich tatsächlich, also ich finde die Serie nicht so gut, muss ich zugeben. Ja. Es ist halt so richtig Hawkeye-mäßig. Weil niemand ruft, oh, hilf mir, Hawkeye. Nee, und dann hatte ich irgendwie mich mal belesen, weil ich wusste, okay, es gibt, also diese Inhumans-Serie gibt's oder gab's. Ja. Und ich konnte die aber nicht so richtig einordnen. So, und dann habe ich kurz nur in Wikipedia gelesen, okay, gehört wohl zum MCU, steht zumindest drin. Dachte mir so, oh, ja, scheiße, habe ich ja irgendwie voll verpasst und so. Dann habe ich ja da so eine Lücke, vielleicht ist das ja irgendwie wichtig. Ja. Und dann habe Ist ich es mir nicht. die Serie reingezogen. Die war okay. Also hätte gern mehr sein können, aber war halt nur eine Staffel. Und ich bin schon wieder viel zu spät für die Schädelhöhle. Es gibt einfach keinen Baum mehr gerade, den ich fällen kann, weil du alles schon gefällt hast. Ja, aber südlich vom Hof? Südlich des Hofs? Nee, ein paar noch. Ansonsten die im wachsen gerade alle Steinbruch, Die beim wachsen gerade Spa. erstmal alle nach. Also ein paar müsste es da schon noch geben. Ja, und deswegen, also hat mir eigentlich ganz gut gefallen, die Serie. Hätte gern halt noch gewusst, also die hätte ruhig ein bisschen noch weitergehen können, aber ich glaube, hier an der Bushaltestelle sind übrigens noch Bäume. Okay. Einige Bäume. Aber Bär ist anscheinend auch wurde noch die da. halt nach der ersten Staffel dann abgesetzt, eingestellt, wie auch immer.
Oh, okay. Schade. Und ich habe heute gelesen, dass die Cowboy Bebop-Serie wird wohl auch wieder oder wird direkt nach einer Staffel abgesetzt, weil es so schlechte Einschaltquoten hat. Oh, schade. Na gut, Cowboy Bebop hat auch eine große Fallhöhe. Also ich habe so in den Kommentaren habe ich halt so 50-50 gelesen. Manche meinten, ja, ist eigentlich voll cool gemacht und so. Ne? Andere haben gesagt, nee, ist voll kacke. Und einen Kommentar fand ich noch ganz interessant. Da meinte einer ja dieses von vornherein so totreden. Also das hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen besprochen. Ja, so dieses Filmkritiken und so. Und dass halt von vornherein schon gesagt wird, ja, das kann ja gar nichts werden und bla 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 und nee, und das gucke ich natürlich nicht. Und dann denke ich mir so, ja, ihr müsst halt aber auch immer eine Chance geben, ne? Genau. Aber das wird zum Beispiel auch so werden, wenn Harry Potter mal wieder neu aufgelegt wird. Was ja irgendwann definitiv passieren wird. Kommt da jetzt nicht irgendwie noch ein neuer Teil? Nein, es kommt kein neuer Teil. Es kommt ein neuer Teil von hier Fantastic Beasts natürlich. Ne? Okay. Da kommen ja noch 3 Teile. Okay, dann habe ich vielleicht einen Hoax gelesen. Irgendwie so Harry Potter Rückkehr nach Hogwarts oder sowas. Ja, genau. Das findet statt. Das ist halt einfach so eine Reunion-Dings, wie sie gerade überall machen. Das haben sie jetzt auch mit Friends gemacht. Das haben die jetzt auch mit was weiß ich noch gemacht. Und das ist halt nicht cool. Also es ist halt wirklich Geld die sitzen dann halt da rauspressen. zusammen wahrscheinlich und machen reden halt. Es wird ein großes Interview mit allen möglichen, aber das hat halt nichts mit Harry Potter so, also was willst du da sagen? So, was will man da noch irgendwie rausquetschen und ich mag das nicht. Wie du weißt, bin ich ja sehr großer Harry Potter Fan. Und da können wir eigentlich mal zu einem Thema kommen, was mich total nervt. Dass gerade als nicht Harry Potter Fan sind. Einerseits das, selbstverständlich, weil how dare you? Nee, was mich immer nervt, ist, dass so viel Geld mit Harry Potter gemacht wird. Ja? Ich war letztens in einem Buchladen, da gibt es irgendwie 6 verschiedene inoffizielle Harry Potter Kochbücher. Und das ist noch nicht mal das Schlimmste. Was ich schlimm finde, sind die offiziellen Sachen. Da war ja vor ein paar Jahren hier in Berlin diese Harry Potter Expo oder was das war? Oder in Potsdam da habe ich nur Schlechtes drüber gehört. Ne, natürlich ist das schlecht. Ich bezahle doch nicht tausend Geld irgendwie, um in irgendeinen staubigen Laden zu gehen, nur um mir ein Requisit vom Set anzugucken. Sag mal, habt ihr sie noch alle, wer dafür Geld ausgibt? Die spielen mit euch, weil die wissen, dass ihr das Geld dafür ausgebt. Genau. Und ich als großer Fan, finde das so schlimm, was mit dem Franchise einfach passiert. Weißt du? Was damit gemacht wird, dass das so ausgequetscht wird. Ich habe übrigens eine Hasenpfote. Ja, sehr gut. Die musst du zum Truck bringen, oder? Ja, mache ich jetzt. Und ansonsten immer im Inventar behalten, weil die bringt ein bisschen Glück. Und ich finde das einfach nur abartig. Genauso mit diesem dämlichen, verwunschene Kind, Alter. Die dümmste Story, die es im Harry Potter-Universum jemals gab. Und nein, das ist nicht Canon, die Geschichte. Die gehört nicht dazu, weil sie spricht einfach gegen alles, was der dritte Teil in Harry Potter aufgebaut hat. Die machen einfach alles zunichte. So ein Quatsch. So eine dumme Geschichte. So eine schlecht geschriebene Geschichte auch noch. Okay. Ich glaube, das Theaterstück soll ganz gut sein und als Theaterstück selber soll es wohl auch funktionieren. Und ich glaube, das, was cool ist an dem Stück, ist halt, wie die Magie da irgendwie stattfinden lassen. Aber die Geschichte ist so hanebüchen. Das ist so ein Blödsinn. Und ich habe mich so aufgeregt, als ich das gelesen habe. Und ich fand das so scheiße. Und ich finde es schlimm, was sie alles mit dem Franchise machen. So, und ich will mich noch weiter aufregen. Ich könnte eigentlich 2 Folgen lang könnte ich mich nur darüber aufregen, was mit dem Harry Potter-Universum gemacht wird. Ja, ich weiß bloß, Und am schlimmsten sind diese dämlichen Fans und die gehen irgendwo hin und kaufen jeden möglichen Scheiß. Ich meine, ich hab einen Ravenclaw-Schlüsselanhänger, weil ich hier Pottermore-Test gemacht habe und egal wann und wie ich den Test mache, ich komme immer als Ravenclaw raus, was halt irgendwie total cool ist. Aber was da sonst noch gemacht wird, gerade im Merchandise-Bereich,
ist halt einfach nur ekelhaft. Es ist auch lieblos. Das ist auch das Problem. Es ist total lieblos, was da teilweise auf den Markt gehauen wird. Was eine Bekannte mal gesagt hat, einfach nur ein Pullover, der so die Gryffindor-Farben quasi hat. Ja. Und der wird halt für einen Haufen Kohle verscherbelt, wo sie gedacht hat, ey, so aufwendig sieht der, also so krass sieht der jetzt auch nicht aus, den kann ich mir wahrscheinlich auch selber stricken. Also weil es halt wirklich nur, warte mal, was waren die Farben? Rot und Gold oder sowas? Ja. Und dann ist halt irgendwie irgendwo ganz klein in der Ecke so das Logo oder das Wappen. Ja, die machen halt einfach nur so viel Kohle damit und es... Ja, sobald HP draufsteht, wird's gekauft. Genau. Ich meine, ich finde es ja gut, ne, dass sie mit ihren Büchern verkaufen und mit den Filmverkäufen und so weiter, dass sie damit viel Geld machen, ist okay. Wenn die jetzt aber einfach nur eine Remastered-Version von oder als DVD irgendwie raus oder Blu-ray rausbringen oder den Film irgendwie nochmal einfach nur einen anderen Farbfilter drüber legen und den aber trotzdem noch fürs selbe Geld rausbringen und nochmal irgendwie da so und so viel Geld irgendwie wir verlangen oder jedes Mal im Kino und die Kinotickets werden immer teurer für einen Film, der einfach schon 1000 Jahre alt ist. Das geht doch nicht. Tja. Director's Cut und Ultimate Cut und was weiß ich nicht Cut. Definitive Edition? Ja, genau, so ein ganzer Shit. Ach, ich hasse das einfach. Es macht mich so wütend, wirklich. Ja, es ist halt Kuhmelken, so, ne, wie man immer so schön sagt. sagt. Ja, und es wird ausgequetscht wie sonst was. Ich meine, hier Nintendo macht das ja, oder die Pokémon Company macht das ja auch mit Pokémon. Ja. So, die Remakes kamen jetzt auch für 60 € jeweils raus. Oh, was? Ja. Alter, nee. Ja, ich habe mir eins gekauft, aber es gibt Leute, die haben sich beide gekauft. Beide. Ja. Ich raff das nicht. Ich sag mal so, wir haben eine Harry Potter Tagesdecke. Also sie sieht aber auch echt cool aus. Ja, also ich liebe ja auch Harry Potter Zeug und so ein paar Sachen habe ich ja auch total gerne zu Hause. Aber ey, man kann es auch echt übertreiben. Was ich zum Beispiel cool finde, was die cool gemacht haben, und das ist so ein Merchandise von Harry Potter, was ich total relaten kann, weil ich das geil finde, diese Schokofrösche. Schokofrösche? Ne, es gibt in Harry Potter gibt's halt diese Schokofrösche, die im Harry Potter-Universum sind die halt wirklich so klein, so ein bisschen lebendig, also so ein kleiner Zauber drauf, dass die eben auch so weghopsen und so weiter. Aber das Geilste daran ist halt die Sammelkarten. Okay. Von berühmten Hexen und Zauberern. So. Und das haben die halt auch ins Real Life gebracht. Mhm. Und dann hast du halt da so einen Schokofrosch und eine Sammelkarte dazu. Und das ist cool, weil das ist, damit kann man was anfangen. Womit man zum Beispiel nichts anfangen kann, ist Bertie Botts Bohnen in sämtlichen Geschmacksrichtungen, weil die stimmt. im Original nicht sämtliche Geschmacksrichtungen haben. Weißt du? Die haben ja keinen Kotzegeschmack oder Popelgeschmack wie im Buch. Sondern in Real Life schmecken die halt einfach nur mal süß, mal sauer. So. Also es ist halt langweilig. So, die Umsetzung ist einfach nicht cool. Bei den Schokofröschen eben schon. Ja, ich könnte mich da noch so ewig aufregen. Das macht mir einfach alles kaputt. Und jedes Mal, wenn ich sehe, dass da dann jahrelang Werbung gemacht wird für irgendwelche Harry Potter Expo-Kacke und ich denke mir nur so, ey, lass das doch. Lass das doch endlich. Oder dieses, da haben sie da die Winkelgasse irgendwie nachgebaut oder denn Leute bieten irgendwelche Touren an in London, wo die dann, hier wurde das und das gedreht und hier wurde das und das gedreht und jetzt gib mir bitte 50 € für die Tour, die irgendwie eine Viertelstunde geht. Oh Mann. Fickt euch alle, ey. Ich hab da so einen Hass drauf, wirklich. Ja, Geldchefin, wo es nur geht. Nee, finde ich auch nicht cool. Irgendwas wollte ich gerade noch dazu sagen, aber jetzt weiß ich nicht mehr. Bist du noch da? Ja, ich habe es getrunken. Saufen. Morgens, Mittag auch. Saufen. 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 Saufen, 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 saufen. Hauptsache abonnieren. Habt ihr schon gemacht? Ihr macht mal. Lasst mal ein Abo da. Gönnt euch. Oh, ich muss ins Bett. Aber ich muss noch Iridium ansetzen.
5 Iridium. Gibt wieder einen weiteren Barren. So. Hast du geschafft? Ja, ne? Ja. Easy peasy lemon squeezy. Schön. Da muss noch mehr Geld reinkommen. Ja, der muss mal Geld ranbringen. Also was wir, Zeug, was wir verkaufen können. Ja. Was? Oh, Was war das? ich hab gehustet. Achso, oh shit. Hat sich angehört, als ob du einfach nur so machst. Naja, also im Endeffekt ist es ja so. Heizkörper, Wärmedämmung nochmal überprüfen. Keine Angst, ich kümmere mich um alles. Ja, sehr gut. Mensch, Abigail, die Klempnerin. Voll gut. So, So, was soll ich zu Dann- Käse verarbeiten und so? Na, Milch und Ziegenmilch, wenn die jetzt nicht irgendeine Sternenqualitätsdingens hat. Achso, Oh, aber Sterne cool. können wir dann verkaufen, oder was? Der Stör hat wieder ein bisschen Bleich Geil. geballert. Der springt auch, das ist voll witzig. Mhm. Das heißt, wir können jetzt wieder ein bisschen Kaviar herstellen. Nice, 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 nice. Nice. Okay, nee, behalte ich. Mau! Ich habe mich gerade so aufgeregt. Muss ich erstmal wieder runterkommen. Besser ist. Eigentlich macht mich das einfach nur traurig. Ich glaube, das ist das Schlimmste daran. Wütend. Nee, nicht wütend, sondern traurig. Let the hate flow through you. Hate. Ja. So, noch irgendwas? So, Ich habe noch werd dann- Gelee von uralter Frucht. Ja, verkaufen. Verkaufen. Die gibt richtig Money. Alles klar. Dann werde ich heute mal meine Axt verbessern lassen. Trüffelöl haben wir noch. Wildhonig. Alles verkaufen? Ja. Okay. Na gut. Wenn es mal. dann unbedingt sein muss. Ich pack mal in die Bringkiste, packe ich mal so Pilze Hast ja rein. die Bäume hier immer noch nicht gefällt. Nein, da war ich noch nicht. Wie, da warst du noch nicht. Ich Hast habe mich du so den ganzen aufgeregt, Tag ich war da gemacht? noch nicht. Oh, hast du jetzt den ganzen Tag dich Nein, über irgendwas nicht. aufgeregt und nichts gemacht? Nein. Den halben Tag? Naja. So, Clint, hier, mach jetzt hier mal Iridium-Axt. Sehr gut. Muss man dann noch Okay. einmal gegen den Baum hauen und der kippt um? Ja, nee, zweimal, glaube ich. Das ist gut. Ja, Mann, die Iridium-Axt, also hat Shehevi zum Beispiel auch gesagt, ist einfach beste Verbesserung. Also so hat er Muss es ich auch gesagt. einfach mal machen. Da ist eine Pflaume. Da ist noch eine Pflaume. Was soll ich mit den Pflaumen? Weiß ich nicht. Die mit der Qualität kannst du verkaufen. Achso, und hier, warte. Ist noch ein Diamant. Nein. Ah, Gib ihn mir doch einfach als Geschenk. das dauert immer zu lang. Also wenn du zweimal versuchst, mir das zu geben, indem du es irgendwie liegen lässt, ist es... Liegen lasse. Ich bin in der Wüste. Ihr könnt mich mal. Ja, ich schick dich in die Wüste. So, weiter geht das hier mit der Schädelhöhle. Irgendwann Ja, muss mach ja mal mal. Level 100 drin sein. Also ich glaube, jetzt hatte ich es gerade irgendwie bis Level 22 oder 23 geschafft. Also, Du müsstest dich morgens hin teleportieren und dann... ja, normalerweise schon. Damit spart Ja. man nochmal einiges an Zeit dann ein. Aber naja. So farm Kommt ich noch. ordentlich Stein Das ist und übrigens Ionen. Brombeerenzeit, ne? Ja, dann gönn dir. Mach ich auch. Muss doch sammeln sowieso noch leveln, oder? Muss ich? Keine Ahnung. Sammeln habe ich auf 8. Stimmt. Ja, dann musst du dann auch ein bisschen leveln. Kann mal dauern hier. So. Achso, siehst du, ich wollte ja noch eklige Sachen erzählen. Ja, mach mal. Weil du erzählt hast, dass du zurzeit durch den Winter so aufgeplatzte, spröde Lippen oder so hast. Und Mhm. wegen Labello und bla und alles. Das muss nicht sein. Kauft das- jetzt. Kauft Bello. Kauft einfach gar nichts, macht so wie ich. Also habt einfach aufgerissene Lippen, fertig. Ja.
Richtig beschissener Lifehack. So, ja, kommt halt mit klar, ey. Gewöhnt euch einfach dran. Ja, quasi. Also. Ich mag das aber nicht. Man muss dazu sagen. Aber mir tut das zum Beispiel gar nicht weh, ne? Also warum nicht? Was viele nicht wissen, oder weil ich es jetzt auch nicht so oft erzähle. Aber ich bin zum Beispiel ein chronischer Lippenknabberer. Knabberer. Also ihr müsst euch das vorstellen, so wie Leute an Fingernägeln knabbern, bin ich halt so, ich knabber halt immer irgendwie auf meinen Lippen rum. Also, naja, das ist halt voll blutig. Nee, also so schlimm halt nicht, aber, also, oder sagen wir, es kommt sehr selten vor, dass das irgendwie so ist. Also ihr dürft euch das auch jetzt nicht vorstellen, dass ich darauf rumnage, aber du hast ja manchmal so, wenn die Lippen so ein bisschen spröde sind, das dann so halt wie Hautfetzen sind das ja prinzipiell, dass die so ja, quasi abschuppen oder was auch immer. Und da knabber ich halt irgendwie so lange rum, bis der Scheiß weg ist. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut für die Lippen. Und ich habe da auch Definitiv vom Doktor also schon mal so ein Lippenfett oder irgendwas auch bekommen. Okay. Was man dann irgendwie auftragen sollte, weil, also es ist ja eigentlich nur, weil die Lippen zu trocken sind. Wahrscheinlich. Ja, genau. Und ich habe das Zeug, glaube ich, 1- oder 2-mal aufgetragen und ich fand das so eklig. Also wirklich so richtig widerlich. Es soll ja auch nicht schmecken, es soll helfen. Ja, aber Alter, nee, nicht zu dem Preis. Also dann, sorry, aber dann habe ich lieber spröde Lippen. Ich finde das richtig, richtig eklig. Das ist halt wie, hatte ich ja vorhin auch zu dir gesagt, so wie Handcreme. Boah, ich finde das so eklig. Ich finde auch Sonnencreme. Ich finde jede Art von Creme einfach richtig, richtig widerlich. Es ist so fettig und feucht. Ich habe das zum Beispiel beim Duschen, ne? Ich habe so ein Waschgel fürs Gesicht, was ich dann so nehme, und wenn ich danach dann noch so ein Gesichtswasser irgendwie nehme und dann da noch Creme drauf packe, dann ist das so richtig so, Dann ist das richtig, ich mach's gerade schon wieder. Ich habe ihm schon wieder an meinen Lippen rumgeknabbert. Nee, aber alles was so fettet, finde ich einfach richtig eklig. Aber mein Bassist früher, der hat auch immer beim Bassspielen, ne? Man hat ja so ein Musikerface. Wenn du dein Instrument spielst, kriegst du ein Gesicht. Rate mal, wer mich gerade anruft. Mein Bassist? Ratet ihr mal, wer mich gerade anruft im Kommentar. Mein Bassist? Nee, Flasky ruft mich gerade an. Ach ja. Also auf dem Handy aber auch. Lass mal laufen. Aber nee, kann ich nicht machen. Oder? Warte, ich mach mal, ich sag ihm aber, dass er live ist. Ja. Okay, bevor du irgendwas sagst, du bist gerade live in der Aufnahme. Live in der Aufnahme? Nur, dass du dir darüber bewusst bist. Okay, fährst du heute zu deiner Mami? Was? Nee, tue ich nicht. Okay, wolltest du nicht irgendwie, bist du dieses Wochenende zu Hause oder fährst du zu Rikes Eltern mal nicht so? Ja, also ich bleib zu Hause. Das heißt, wir können voll viel zocken. Ja. DVD und so. Ja, Mann. Und Rocket League. League. Hast du immer fleißig die Türchen aufgemacht? Na, aber sie. Ja, sehr schön. Dann hören wir uns wahrscheinlich später. Okay, da freue ich mich drauf. Ich mich auch. Möchtest du Butch noch grüßen? Wie bitte? Möchtest du Butch noch grüßen? Natürlich. Möchtest du YouTube noch grüßen? Achso. Und YouTube. Also die Bubos. Oh, und YouTube. Dankeschön, schönen Oh Gruß shit, zurück. ich falle jetzt in Ohnmacht. Ja, warst du live dabei. Cool. Ja, dann. Geil. Dann hören wir uns wahrscheinlich heute Abend. Richtig Bis toll. dann. Witzig. Das war witzig. Oh Mann, jetzt bin ich in Ohnmacht gefallen. Ey, scheiße. Kennst du Leute, die gar nicht mehr lachen, sondern einfach bloß sagen, oh, das ist ja witzig. Ich konnte halt nur, gut, Amethyst, Stein, Weißalge, 463G. Gut. Ist zu verkraften. Kann man beruhigen, ne? Na, ich habe halt die Omnigeode war mir jetzt eher so wichtig und die Erze, dass die noch da bleiben. Aber gut, dann bin ich ja schon wieder zurück. Ich habe übrigens, siehst du, kann ich ja mal hier so noch erzählen, ich habe übrigens gehört, dass es günstiger ist, in der Schädemine abends oder nachts ohnmächtig zu werden. Weil
Also sonst müsste ich ja jetzt 0 Uhr gehe ich ja dann immer so los und dann hätte ich ja quasi noch 2 Ingame-Stunden, um Sachen zu finden und zu machen. Aber da musst du auch Sachen finden und machen. Ja, Und na gut, aber in ist der recht Schädelmine, ergiebig, ja. deswegen. Und dann dachte ich mir so, ist eigentlich gar nicht so doof, wenn man das so gegenrechnet, was man da rausbekommt, wenn man 2 Stunden länger drin bleibt, als das, was man dann halt bezahlt. Jetzt so, ich meine, was waren das jetzt, 400 irgendwas? Das ist ja eigentlich ein Spottpreis, könnte man schon fast sagen. Ich meine, verkaufen wir einmal Trüffelöl und haben mehr wieder drin. Vielleicht mache ich das demnächst mal, einfach immer ohnmächtig werden. Ist halt nur blöd, wenn man dann mal wirklich was richtig krass Wertvolles dann findet. Obwohl selbst dann kann man das ja von der Abenteurergilde wieder zurückholen lassen. Ja. Deswegen, so schlimm ist es eigentlich nicht. Ah, Musst du entscheiden. Ich habe noch 2 Trüffel gefunden hier. okay. Und Iridium-Wolle, Iridium-Ziegenmilch. Was Nee, mach ich große jetzt mit dem Milch. angebrochenen Tag hier? Iridium-Milch. Soll ich die verkaufen oder wollen wir was aus der machen? Nee, kannst verkaufen. Na gut. Okay, anscheinend wieder ein bisschen Heu. Ja, anscheinend zocke ich heute Abend mit Flasky noch was. Das ist schön. Ah, ich kann ja die Baumstümpfe hier gar nicht wegmachen. Meine Axt ist ja gar nicht da. Hahaha. Wollte dir jetzt beim Holz machen hier so helfen, ne? Aber geht ja gar nicht. Es gibt gerade kein Holz, nur kleine Bäume. Na, aber also du kannst die Baumstümpfe hier und in den in den geheimen Wäldern auch die Baumstümpfe, weil die kann man in normales Holz umwandeln. Ach so. Mhm. Also das lohnt sich immer. Ach so. Ich könnte ja mal gucken, ob ich hier diese eine Cutscene jetzt getriggert bekomme. Nö. Habe ich mit Abigail überhaupt schon genug Herzen? Doch, ich habe alle Herzen voll. Muss ich wahrscheinlich tagsüber mal hier hingehen. Weil, ich weiß gar nicht, hattest du schon diese extra Cutscene mit Penny? Was, weiß ich nicht. Ah ja, doch, bei dir ist das, glaube ich, dass sie das Zimmer umdekoriert. Ach genau, ja, hattest das hatte ich. Ja. Ja, und da Abigail hat nämlich auch eine was ist denn das, 14 Herzen Cutscene oder so? Mhm. Naja, kommt ja dann noch. Ja. In der nächsten Folge dann. Stimmt, die ist ja auch schon bald wieder rum hier. Ja, Mann, die Zeit vergeht wieder im Flug, wie im Flug. ja voll schlimm, weil ich fühle mich jetzt schlecht, weil ich die ganze Zeit nur Schädelhöhle geballert habe. Ja, aber wir müssen doch Ist halt vorankommen. so- Die Leute wollen doch auch, dass wir vorankommen. Ja. dann Es ist halt müsst die ihr es auch einzige mal ertragen. Möglichkeit, eben Iridium so richtig zu bekommen. Also effizient oder ein bisschen besser oder schneller zu bekommen. Die ist Leute halt müssen das einfach eben auch mal grinden. ertragen, dass wir hier mal nur zu tun haben. So. Überleg mal, früher waren Spiele meistens nur so alle möglichen RPG-Spiele war halt einfach grinden. Grinden. Ja, fand ich nicht immer cool. Ach, geht schon. Also Selbst da hat zum bei- Beispiel, Selbst bei Pokémon nervt mich das. aber da hat zum Beispiel so ein Etienne, hat er gesagt, das findet er tatsächlich ein bisschen cooler. So wenn du, also ich weiß gar nicht, was er für ein Beispielspiel genommen hat, aber wahrscheinlich irgendwas Final Fantasy-mäßiges, wo er gesagt hat, ja, ich bin halt da und so und ne, und dann ist er halt so und so stark und dann weiß ich aber, ich muss nicht irgendeinen komischen Trick oder was auch immer machen, sondern ich muss halt einfach vernünftig leveln, also ich muss halt Kämpfe machen, ich muss halt Ja. trainieren in dem Sinne und das ist halt heutzutage, meint er, in den Spielen wohl nicht mehr so doll, weil es den Leuten halt zu lange dauert. Oder wenn man da den Spaß verliert oder was auch immer. Ja, es ist so ein Hin und Her. Das muss schön ausgebalanced sein. Weil zum Beispiel an Final Fantasy VIII hat mich zum Beispiel auch, also das Final Fantasy, was ich am meisten gespielt habe, hat mich die meiste Zeit eben auch gestört, dass ich so viel. Hat sie das? Der Nein. Wein ist fertig. Ach so. Achso, der Wein ist fertig. Nice. Hat mich zum Beispiel total gestört, dass da andauernd so viele Kämpfe waren und ich mochte das Spiel, weil die Story halt total cool war, aber das hat mich immer rausgerissen, dass ich die ganze Zeit kämpfen musste. Mhm. Und deswegen fand ich das dann irgendwann total cool, als dann die Monster tatsächlich auf der Oberfläche waren und du dann quasi sehen kannst, okay, wenn ich jetzt dahin gehe, dann kämpfe ich mit dem Monster, kann ich irgendwie vielleicht ein bisschen ausweichen. Dadurch wurde das für mich tatsächlich auch realistischer. Und
erträglicher. Weißt du, weil ich dann entscheiden konnte, ja, okay, jetzt will ich kämpfen, jetzt will ich trainieren und gehe gezielt auf die Monster zu. Oder ich weiche den eben aus und muss Bin halt, auf selbst meiner damit, Kellertreppe eingeschlafen. muss halt selbst damit klarkommen, wenn ich dann eben zu schwach bin. Weißt du? Ja. Sammeln Stufe 9. Läuft. Geil. Was hast du denn da verkauft, was da so viel gebracht hat? Ach, das uralte Fruchtgelee. Ja, das bringt Nice. wirklich was, Alter. Ja, 11.000. Sheesh. Ich habe jetzt den Wein schon mal unten zum Reifen reingeballert in meinen Keller. Können wir Sehr gleich gut. eine neue Fuhre ansetzen im Geil. Schuppen. Und dann bam, bam. Na dann los. Na, Ist die Folge erst vorbei? ist die Folge zu Ende, ja. Ach so, die Folge ist vorbei. Ja, gerade Zahl. Stimmt. Tschüss. Ja, wenn ihr es sehen wollt, nächste Folge, ne? Tschüss. Warte. Ah, nee, Ja, kann was? ich nicht. Was Meine denn? Freundin schreibt mir gerade, ich soll fragen, vielleicht hast du ja auch eine Idee. Die Erzähl mal. machen die Wichteln auf Arbeit. Wie Und oder die? Achso, die- ja. Die Wichteln auf Arbeit und sie fragt, die weiß nicht, was sie der Person schenken soll. Es soll so bis 15 Euro darf es irgendwie gehen und sie hat noch keine Ahnung. Und sie fragt gerade für eine Lösung. Natürlich wird es zu spät Gutschein sein, geht wenn immer. ihr. Natürlich wird es zu spät sein, wenn die Community jetzt hier irgendwie schreibt. Achso, aber du wir kannst sind ja noch mal in der kurz sagen. Aufnahme. Ich Wir war sind noch schon in der im Aufnahme. privaten Modus. Okay, ja. Was kann man da machen? 15 Euro. Also weiß sie schon, wen sie gezogen hat? Und Ja, sie kennt weiß, sie die wen Person einigermaßen gut? Ja, jein. Die Okay. arbeitet erst seit kurzem da. Witzige Sache, ich habe nämlich gestern vom Katapult-Magazin gesehen, die haben ein Geschenkomat rausgehauen. Oh, Und da kannst du einfach ein paar Fragen beantworten, so, keine Ahnung, möchtest du der Person was also was Langlebiges sozusagen schenken oder interessiert sich die Person für Umweltschutz oder ist die Person so unter oder über dem Alter und so und dann, also wie beim Valomat, kannst du dann auch so Gewichtungen machen und dann gibt er Das dir ist so ja geil. Geschenkvorschläge. Ist natürlich sehr aufs Katapult-Magazin ein bisschen ausgelegt. Ich habe das mal quasi so gemacht, wie als wenn ich mich selbst beschenken würde und dann kam so, ja, ein Katapult-Magazin-Abo. Und also dann gab es aber noch, was war noch, ein inklusives Skat-Deck oder irgendwie so? Also wo dann quasi auch, ich sag mal, eine schwarzhäutige Königin zum Beispiel dabei ist oder so. Also Ja. war auch ziemlich witzig. Also das kann ich auf jeden Fall mal empfehlen. Mach das mal, falls das zu der Zeit dann noch online ist, oder ich weiß nicht. Also ja, ich guck mal. fand ich mega witzig. Das ist echt lustig. Katapult-Magazin sowieso cool. Ja, die machen schon Lass da mal ein Like da. cooles Zeug. Sagt, ihr kommt von Butchpop42. Die wissen dann schon Bescheid. Ja, Geschenkomat. Geschenkomat. So, wir schenken euch die nächste Folge in ein paar Tagen. Guckt sie. Oh ja, Sie ist sehr gut. Das weiß ich jetzt schon. so wie die Partei. Tschüss. Tschüss.